Nicht jedes Reiseziel lässt sich innerhalb von nur einem Tag mit dem Auto erreichen, selbst wenn sich die Fahrer zwischendurch abwechseln. Und manchmal ist auch nicht ein bestimmtes Ziel, sondern der komplette Weg mit seinen zahlreichen Etappen das eigentliche Urlaubserlebnis eines sogenannten Roadtrips. In beiden Fällen ist man unweigerlich auf Zwischenstopps für mindestens eine Nacht angewiesen. Aber gerade nach einer längeren Fahrt mit vielen ungeplanten Staus oder während einem plötzlichen Regenschauer am Ende einer Etappe hat man doch gar keine Lust mehr, lange und mühsam ein Zelt aufzubauen. Und genau das war mit ein Grund, weshalb wir uns damals beim Vergleich der verschiedenen Zeltanhängervarianten für einen Camplet-Faltcaravan entschieden haben. Denn bei diesen zaubert man selbst bei einem Zwischenstopp in weniger als 5 Minuten eine 3-Zimmer-Ferienwohnung mit 2 Doppelbetten und einer überdachten Küche aus dem Anhänger. Und das Ganze erst noch mühelos alleine, ohne eine Leiter und zum Glück auch ohne lästiges Gestängepuzzle. Der ultraleichte Anhänger kann auf dem Stellplatz ohne Hilfe eines teuren und schweren Movers platziert und mittels Stützbeinen und Deichselrad je nach Bodengefälle austariert werden, wobei man übrigens auch keinerlei Stufenkeile benötigt, da die Stützbeine das geringe Gewicht im Gegensatz zu einem Wohnwagen, Wohnmobil oder anderen Zeltanhänger tragen können. Nachdem das Heck respektive die Küche ausgeklappt ist und die beiden zusätzlichen Stützfüße am Deckel angebracht sind, kann dieser dann entsprechend entriegelt und aufgeklappt werden. Der Spanngurt auf der Deckelseite sorgt dafür, dass die Zeltseite beim Auf- und Zuklappen nicht herausfällt und kann an dieser Stelle nun entfernt werden, damit das Zelt vor dem finalen Ausklappen auf beiden Seiten etwas aus dem Anhänger gezogen werden kann. Ich habe diesmal übrigens ganz bewusst auf Detailaufnahmen der einzelnen Schritte verzichtet und lasse das Video in einem Stück durchlaufen, da der ein oder andere Zuschauer beim letzten Aufbauvideo doch tatsächlich der Meinung war, ich würde den Prozess durch die vielen Videoschnitte verkürzt darstellen, was definitiv nicht der Fall war. Zudem nehme ich es auch dieses Mal wieder relativ gemütlich, der Aufbau würde also definitiv auch noch schneller gehen. Nun folgt der wichtigste Schritt, und zwar das Einsetzen der knapp 33 cm kurzen Verbindungsstange, welche die beiden bereits vollständig montierten Gestänge-Hälften des Faltcaravans am Ende miteinander verbindet und das Ausklappen des Zeltes ermöglicht. Dazu müssen jeweils 2 Reißverschlüsse ein Stück weit geöffnet und nach dem Einsetzen der Stange entsprechend wieder geschlossen werden. Anschließend zieht man das komplette Zelt einfach aus dem Anhänger heraus und fährt die beiden mit Schnellspannung versehenen Querstangen auf der linken und rechten Zeltseite so weit hinaus, bis die Fenster des Zeltes in der Horizontalen stehen. Bei den klassischen Camplet-Modellen wie dem hier gezeigten Camplet North, bei welchen links und rechts von der Zeltfront keine vertikalen Seitenstangen eingesetzt werden können, um das Hauptzelt auch ohne Heringe auf Spannung zu bringen, kann man nun einfach noch 2 bis 4 Heringe mit dem Hammer in den Boden schlagen oder, wer es wie wir etwas gemütlicher mag, mit Hilfe eines Akkuschraubers entsprechende Tellerkopfschrauben in den Zeltecken anbringen. Da der Boden in meiner Faltcaravanhalle nur wenige Zentimeter tief ist, verwende ich hier natürlich die Kurzvariante. Auf dem Campingplatz kommen dann entsprechend 20 cm lange Tellerkopfschrauben zum Einsatz, welche sich dank dem Akkuschrauber allerdings genauso schnell und mühelos in den Boden schrauben lassen. Falls es beim Zwischenstopp übrigens sehr windig ist, kann man natürlich weitere Heringe oder Schrauben sowie die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Bodenschürze anbringen, damit der Wind nicht durchs Zelt fegt. Ansonsten müssen an dieser Stelle nur noch bei beiden Doppelbetten die vorderen Matratzenteile eingesetzt werden und schon kann man sich aufs Ohr hauen, denn beide Schlafkammern sind praktischerweise direkt bezugsfertig und benötigen auch keine Leiter für den Einstieg.
Das Ganze hat nun also gerade einmal 4 Minuten gedauert, wobei man sicherlich noch eine weitere Minute herausholen könnte, wenn man es nicht ganz so gemütlich nimmt wie ich in diesem Video. Interessanterweise geht der Abbau des Faltgarns nach dem Zwischenstopp sogar nochmals etwas schneller, weshalb ich euch diesen an der Stelle nicht vorenthalten möchte. Dabei werden zuerst die Befestigung des Zeltes am Heck und der Seite des Anhängers gelöst, dann die Heringe respektive Tellerkopfschrauben entfernt, wobei man diese natürlich auch schon an der Stelle wieder aus dem Boden holen könnte. Danach werden die Schnellspanner des seitlichen Gestänges gelöst und man kann das Zelt ganz einfach und ohne Anstrengung zurück in den Anhänger werfen bzw. fallen lassen. Anschließend nicht vergessen, die Verbindungsstange der beiden Zeltseiten zu entfernen und das Zelt auf allen Seiten entsprechend in den Anhänger zu legen. Dann wieder den Spanngurt auf der Deckelseite anbringen, damit das Zelt beim Zuklappen auch ganz sicher an Ort und Stelle bleibt. Nun den Deckel zuklappen und nochmals kontrollieren, dass am Ende keine Zeltteile zwischen den Dichtungen des Zeltanhängers zu liegen kommen, bevor man den Deckel vorne und hinten entsprechend verriegelt. Anschließend nur noch die beiden Stützfüße des Deckels entfernen und diese im Anhänger verstauen, bevor das Heck mit der daran angebrachten Küche geschlossen werden kann. Auch das hat keine 4 Minuten gedauert und bis auf das Hochkurbeln der verbleibenden Stützbeine und das eigentliche Ankuppeln des Anhängers an das Auto hat man bereits alles erledigt. Damit habe ich nun auch einmal das Szenario eines Zwischenstopps mit einem Camplet-Faltcaravan für euch komplett durchgespielt und entsprechend auf Video gebannt. Und da sowohl Auf- als auch Abbau nun gänzlich ungeschnitten gezeigt wurden, können sich nun hoffentlich auch die Kritiker vom letzten Aufbauvideo endlich mit der Tatsache abfinden, dass man einen Camplet-Faltcaravan für einen Zwischenstopp in weniger als 5 Minuten aufbauen kann. Ein noch etwas detaillierteres Aufbauvideo, bei dem ich auch noch zeige, wie man die Bodenschürze und im Falle eines längeren Aufenthaltes das restliche Gestänge des Camplet North montiert, findest du ansonsten noch hier oben entsprechend verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und weiterhin frohes Campen!